Wir schreiben das Jahr 2004 und Dänemark steht im Mittelpunkt des Interesses der ganzen Welt. Denn Kronprinz Frederik heiratet die Australierin Mary Donaldson. Bei der Hochzeit sind Royals aus allen europäischen Königshäusern anwesend und sie alle tragen prächtigen königlichen Schmuck. Dies ist die Geschichte der Juwelen der schwedischen und dänischen Königsfamilien. Prächtige historische Juwelen, die so selten und einzigartig sind, dass sie unbezahlbar sind. Wir zählen nicht die Karat, wir zählen die Jahrhunderte. Hinter diesen kostbaren Edelsteinen verbergen sich dramatische Geschichten, voller Spannung und Tragik, aber auch voller Liebe und Glück. Die Geschichte beginnt mit einem prächtigen Rubin, der vor mehr als 200 Jahren für die Krönung Napoleons angefertigt wurde. Heute wird er von der dänischen Kronprinzessin getragen. Ich hatte noch nie ein solches Set gesehen und hatte auch keine Ahnung von seiner historischen Bedeutung. Die dänische und die schwedische Königin haben eine Sondergenehmigung für das Filmen ihrer Juwelen erteilt und zeigen private Filme und Fotos ihrer Familien. Wenn man sich zu besonderen Anlässen in Schale wirft, legt man auch seinen schönsten Schmuck an. Wenn es sich um eine Hochzeit handelt, die am Nachmittag stattfindet und mit einem Abend endet, dann werden Diademe getragen, auch wenn es heller Tag ist. Mit vielen Schmuckstücken sind mehr Gefühle verbunden, als man denkt. Vor allem mit Schmuckstücken, die in der Familie weitergegeben wurden. Auch wenn sie durchaus in einem Bankschließfach oder in einem Museum bleiben können, haben Schmuckstücke, die tatsächlich getragen werden, etwas Besonderes, denn sie sind zum Tragen gemacht. Ein paar Tage vor der Hochzeit zieht die Braut besondere Aufmerksamkeit auf sich, wenn sie einen ganz besonderen Schmuck trägt. Meine Urgroßmutter war eine schwedische Prinzessin und sie brachte ein Set aus Rubinen und Diamanten mit nach Dänemark. Ein Diadem, eine Halskette, sehr schöne Ohrringe und eine große Brosche. Die Geschichte besagt, dass sie der Königin Desiree von Schweden gehörten, der ersten Bernadotte-Königin von Schweden. Und sie soll sie bei der Krönung von Napoleon getragen haben. Und genau dieses Rubinset wird Mary Donaldson vor ihrer Hochzeit mit Kronprinz Frederik geschenkt. Als zukünftige Kronprinzessin von Dänemark wird sie nun die Juwelen tragen, die 200 Jahre zuvor bei der Krönung Napoleons in Paris getragen wurden. Als mir das Rubinset von meinem Mann und meiner zukünftigen Schwiegermutter überreicht wurde, war ich überwältigt. Ich hatte so ein Set noch nie gesehen. Und für mich als Neuling in der königlichen Familie war der Gedanke, dass ich so etwas tragen sollte, natürlich sehr überwältigend. Denn dieses Schmuckstück hat eine so lange Geschichte und wurde von einigen sehr bedeutenden Frauen getragen. Es gehörte verschiedenen königlichen Familien und war Teil der Geschichte. Das einzigartige Rubinset ist Teil einer ungewöhnlichen Geschichte, die in Frankreich beginnt, wo Napoleon sich 1804 zum Kaiser krönt. Bei der Krönung trägt Napoleons ehemalige Verlobte Desiree den Rubin. 9 Jahre zuvor hatte sich Napoleon in sie verliebt und sie war keineswegs uninteressiert. Bonaparte war in Desiree Clary verliebt und hielt um ihre Hand an. Und Herr Clary, ihr Vater, der Seidenhändler in Marseille war, sagte, ich will diesen Bonaparte nicht. Er ist nicht nur arm, er hat auch keine Zukunft. Also sagte er nein.
Und schließlich fanden sie einen anderen Mann, der eine Zukunft zu haben schien, welcher auch immer das war. Und das war Bernadotte. Désirée gefällt Bernadotte. Und sie wird zur Madame la Générale Bernadotte. Madame la Générale Bernadotte. Gleichzeitig lernt Napoleon Joséphine kennen, in die er sich verliebt. Joséphine, dont il tombe amoureux. Aber er hat immer Désirée geliebt. Mais il a toujours aimé Désirée. Jean-Baptiste Bernadotte ist einer von Napoleons fähigsten Generälen und während der Krönung gehören er und Désirée zu seinen engsten Gefolgsleuten. Nur 6 Jahre später ist Désirée dazu bestimmt, schwedische Kronprinzessin zu werden, was sie wohl in ihren kühnsten Träumen nicht für möglich gehalten hätte. Seit den Tagen des Sonnenkönigs im Schloss von Versailles hat Frankreich keine größere Pracht mehr erlebt. Um das Prestige, den Glanz und die Macht von einst wieder zu erlangen, soll mit Propaganda bewiesen werden, dass Frankreich immer noch die größere Macht ist. Napoleon gibt seinen 18 Marschällen riesige Geldsummen und befiehlt ihnen, Schmuck für ihre Frauen zu kaufen, um die Pracht der Krönung zu unterstreichen. Sie waren Teil der politischen Propaganda. Wir sind die Reichsten, die Größten, wir haben überall Juwelen. Désirées Schmuck ist von der Natur inspiriert und besteht aus kleinen, eleganten Blättern aus Diamanten und roten Beeren, die von winzigen Rubinen geformt werden, die zu den teuersten Edelsteinen der Welt gehören. In ihrem Haar trägt Désirée 8 Schmucksträuße, die zur Halskette, der Brosche und den Ohrringen passen. Heute trägt die dänische Kronprinzessin ein Diadem aus den Sträußen in ihrem Haar, während der Rest des Sets unverändert ist. Zu Napoleons Zeiten fing man an, Schmuck in ganzen Stücken zu tragen und nicht nur einzelne Teile, die man an der Kleidung befestigen oder ins Haar stecken konnte. Das ist die Zeit, in der die Diademe und die großen Parüren entstehen. Und alles muss zusammenpassen. Die internationale Sprache des Schmucks ist Französisch. Und Parure ist die französische Bezeichnung für ein großes Schmuckstück. Sie waren bis ins 19. und 20. Jahrhundert hinein in Mode. Deshalb sind sie bis zu einem gewissen Grad erhalten geblieben. Der schwedische König Gustav IV. Adolf zieht in den Krieg gegen Napoleon, den er abgrundtief hasst. Der König ist engstirnig und ignoriert völlig die Tatsache, dass Napoleon sich mit Russland verbündet hat. Der König verliert den Krieg und muss Finnland an Russland abtreten. Das war eine Katastrophe für Schweden und sie haben ihn abdanken lassen. Oder besser gesagt, sie haben ihn abgesetzt und ins Exil geschickt. Und dann sagte ein junger Offizier, Graf Mörner, er wüsste, wen sie suchen sollten. Denn in Schweden hieß es damals, wir müssen Finnland zurückbekommen. Und wie bekommt man Finnland zurück? Indem man einen klugen General findet. Also ging er hin und fragte den damaligen Marschall Bernadotte, ob er bereit wäre, als Kronprinz von Schweden adoptiert zu werden. Und er sagte ja. Désirée, Bernadottes Frau, lebt das Leben am Pariser Hof und ist entsetzt, als sie erfährt, dass sie nach Schweden umziehen muss, einen Ort, von dem sie kaum etwas gehört hatte. Désirée war nicht dumm, aber sie interessierte sich nicht besonders für die Dinge, die um sie herum geschahen. Und schon gar nicht für Politik. Sie war ein fröhlicher Mensch und hübsch. Sie kam nach Schweden, fand es aber furchtbar kalt, furchtbar dunkel und sehr abweisend, wie sie sagte. In Schweden gibt es 2 Winter. Der eine ist weiß, der andere grün. Désirée kann das Leben am altmodischen Hof nicht ertragen und beschließt nach einigen Monaten, ihren Mann und ihren 11-jährigen Sohn Oscar zu verlassen. Sie hatte eine langjährige Affäre mit einem französischen Gentleman in Paris. Und ich glaube, dass das ein weiterer Grund war, warum sie nicht besonders daran interessiert war, in Stockholm zu bleiben.
Jean-Baptiste ist jetzt König Karl XIV. Johann von Norwegen und Schweden. Und als König hat er das Vertrauen und die Sympathie der Schweden gewonnen. Er war außerordentlich intelligent und ein harter Arbeiter. Er sah, in welch chaotischer Situation sich Schweden befand. Mit einem riesigen Schuldenberg. Und er bezahlte mit seinem eigenen Privatvermögen die offiziellen Schulden des Landes. Er hat seine Frau 12 Jahre lang nicht gesehen und sein Sohn Oskar ist inzwischen heiratsfähig. Also macht sich der König auf die Suche nach einer geeigneten Braut und entscheidet sich für die junge Josefina von Leuchtenberg. Sie war sehr jung, als sie heiratete. Ich glaube, sie war 16 Jahre alt. Und sie war die Enkelin der französischen Kaiserin Josephine. Sie war die Patentochter von Napoleon. Und das war natürlich sehr wichtig für Jean-Baptiste Bernadotte. Denn sie, Josephina, gehörte zu den Aristokraten. Und sie war Französin. Und sie sorgte dafür, dass Königin Desirée wieder nach Schweden zurückkam. Nach 12 Jahren in Frankreich kehrt Desirée als Königin von Schweden zurück. Als sie 1860 stirbt, geht das Rubingesteck, das sie bei Napoleons Krönung trug, an ihre Schwiegertochter Josefina, die nun die regierende Königin von Schweden ist. Josefina besitzt nun eine sehr große Schmucksammlung, da sie Juwelen von sehr wohlhabenden Frauen in der Familie erbt. Schmuck von ihrer Schwiegermutter Desirée, ihrer Großmutter, Kaiserin Josephine, ihrer Schwester, der Kaiserin von Brasilien und von ihrer Mutter, der Herzogin von Leuchtenberg. Eines der imposantesten Schmuckstücke, das Josefina von ihrer Mutter geerbt hat, sind die Leuchtenberger Saphire, die angeblich ein Geschenk von Kaiser Napoleon waren, als ihre Mutter den Stiefsohn des Kaisers heiratete. Es ist ein ausgezeichnetes, prächtiges Schmuckstück. Es ist ein sehr dunkelblauer Saphir. Er ist wunderschön. Da ist das Diadem, die Brosche, aber auch kleine Anstecknadeln, die man im Haar tragen kann. Und natürlich die Ohrringe. Es ist leicht zu tragen. Es ist nicht schwer. Man kann es schließen, man kann es halb offen tragen, wie ein Diadem oder als Krone. Man hat also viele Möglichkeiten. Und es ist sehr praktisch, weil es flach ist. Es ist sehr einfach zu transportieren. Alle anderen Diademe sind ziemlich kompliziert mitzunehmen. Zu den vielen Schätzen in Josefinas großer Juwelensammlung gehört auch das sehr große Diamantdiadem aus Brasilien. Es gab nie irgendwelche schriftlichen Dokumente darüber. Und auch keine, sagen wir mal, Gemälde, auf denen man es verfolgen könnte. Aber dann fanden wir im Testament von Königin Josefina, dass sie darin über das brasilianische Diadem schreibt. Wir glauben, dass es durch Erbschaft von ihrer Schwester Amélie, der Kaiserin von Brasilien, nach Schweden kam. Sie hatte Don Pedro I. geheiratet. Und das ist für mich natürlich etwas Besonderes, denn wie Sie wissen, war meine Mutter Brasilianerin. Und Kaiserin Amélie war in Brasilien sehr beliebt. Während der napoleonischen Kriege flieht die portugiesische Königsfamilie in die Kolonie in Brasilien. Als der König nach Portugal zurückkehrt, bleibt sein ältester Sohn zurück und er nennt sich zum Kaiser Pedro I. von Brasilien. Einer meiner Lieblingsvorfahren ist Kaiser Peter I. von Brasilien. Sein Leben ist wie ein Abenteuer, mehr als Alexandre Dumas erfinden könnte. Er erfand das moderne Brasilien. Er erfand die brasilianische Unabhängigkeit. Er war sehr unanständig. Er hatte viele Mätressen, viele uneheliche Kinder, endlose Geschichten. Jedenfalls heiratete er die erste Erzherzogin Maria Leopoldina. Und sie starb dort, armes Schätzchen. Und in Europa verbreitete sich das Gerücht, dass sie vor Kummer starb, wegen der vielen Mätressen ihres Mannes.
Als er also versuchte, eine andere Prinzessin zur Heirat zu finden, sagten alle großen europäischen Königshäuser, nein, wir wollen nicht, dass eine andere das grausame Schicksal der armen Erzherzogin Maria Leopoldina erleidet. Also suchte er sich als zweite Ehefrau eine Frau, die nicht zur ersten Klasse zählte. Amelie von Leuchtenberg. Sie war sehr schön und charmant und in Brasilien sehr beliebt. Und merkwürdigerweise waren sie sehr glücklich miteinander. Sie waren ein schönes Paar. Pedro und Amélie haben eine Tochter, die jedoch mit 22 Jahren an Tuberkulose stirbt. Als Amélie 1873 stirbt, erbt ihre Schwester Josefina in Schweden Amélies große Sammlung von Wertgegenständen. Zum Erbe gehört auch ein riesiges Silberservice, das bei der Hochzeit von Kronprinzessin Victoria verwendet wurde, einige bemerkenswerte Smaragde und das sehr wertvolle und außergewöhnlich schöne Diamantenset. Es ist ein wunderschönes Diadem. Kompliziert zu tragen, weil es schwer ist und sich bewegt. Also ist es nicht so einfach, es zu befestigen. Aber es ist ein wunderschönes Ensemble. Es gibt auch Ohrringe dazu. Sie sind wunderschön. Die Diamanten in jedem Ohrring sind von höchster Qualität und exquisiter Farbe. Und mit einem Gewicht von je 30 Karat haben sie die Größe von Wachteleiern. Das Set wurde noch nie komplett gezeigt, aber das schwedische Königshaus hat eine Sondergenehmigung erteilt, es zu fotografieren. Wir tragen es nur zu ganz besonderen Anlässen, bei Staatsbesuchen oder zum Beispiel beim 60. Geburtstag des Königs. Ich habe es bei der Hochzeit von Kronprinzessin Victoria getragen und ich werde es nie außerhalb des Landes tragen. Eine Ausnahme machte Königin Silvia während des schwedischen Staatsbesuchs in Dänemark im Jahr 2007. Es in Dänemark zu tragen war ein ganz besonderer Anlass. Wir stehen uns sehr nah, nicht nur freundschaftlich, auch familiär. Das ist der Grund. Ich hatte überlegt, was ich anziehen soll. Was würde Königin Margarete gerne sehen? All diese Diademe sind ihr natürlich sehr gut bekannt. Und so dachte ich, das brasilianische Diadem ist vielleicht einzigartig. Und dann dachte ich, von Königin zu Königin, wäre es schön, es zu tragen. Mit dir, lieber Cousin, hatten wir, meine Familie und ich, immer engen Kontakt. Zur Ergänzung der brasilianischen Diamantentiara trägt Königin Silvia oft einen Satz einzigartiger russischer Topase. Hier sieht man die Königin 1976 mit diesen prächtigen Juwelen. Ich habe es auch bei meinem ersten offiziellen Foto getragen. Sie sehen das brasilianische Diadem, aber Sie sehen auch die Edeltopas-Halskette. Es ist ein rosa Topas von sehr, sehr hoher Qualität. Sie sind von extremer Schönheit. Und wir wissen, dass sie in St. Petersburg hergestellt wurden. Sie wurden offenbar vom Zaren an seine Tochter Marie verschenkt. Dann ging es nach Sachsen, dann nach Preußen, von Preußen nach Baden und dann von Baden nach Schweden. Es ist eines dieser Kunstwerke und Schmuckstücke, die durch ganz Europa gereist sind. Und das macht die Sache natürlich sehr interessant. Bei der Galashow in der Oper während des schwedischen Staatsbesuchs trägt Kronprinzessin Victoria ein Set aus Amethysten, auch aus Josefinas Sammlung. Kronprinzessin Victoria hat sie getragen. Und es ist eine Farbe, die ihr sehr gut steht. Die Amethyste sind wunderschöne Steine. Sie sind sehr groß und die Halskette ist sehr, sehr schwer. Wir haben nichts verändert, aber ich trage es sehr oft als Diadem.
Es ist die Idee von Königin Silvia, die schwere Halskette an einem Rahmen zu befestigen und so ein geschlossenes Diadem zu schaffen. Zum Set gehören auch 2 Armbänder, die zu einer Halskette kombiniert werden können. Königin Josephina hatte eine bedeutende Sammlung von Schmuckstücken. Und die Smaragde waren natürlich sehr wichtig, weil sie eine besondere Geschichte hatten. Während des Zweiten Weltkriegs landet das Smaragdset unter dramatischen Umständen in der norwegischen Königsfamilie. Der norwegische Kronprinz Olaf ist mit der schwedischen Prinzessin Märtha verheiratet. Bei Kriegsausbruch muss das Königspaar fliehen. Olaf geht mit seinem Vater nach England, der Norwegen von seinem Londoner Exil aus regieren soll. Märtha geht nach Amerika, wo sie in Sicherheit ist mit ihren Kindern, unter denen auch der jetzige König von Norwegen ist. Märtha reist zunächst nach Schweden, doch bevor sie weiterreist, trifft sie ihre schwedische Mutter, Prinzessin Ingeborg, auf dem Hauptbahnhof in Stockholm. Ingeborg hat die Smaragde in einer Tasche, die sie ihrer Tochter beim Abschied überreicht. Keiner von ihnen weiß, wann sie sich wiedersehen. Prinzessin Ingeborg sagte zu ihrer Tochter, bitte nimm diese Juwelen und wenn du Geld brauchst, zögere nicht, sie zu verkaufen. Denn sie gingen ins Exil und mussten Norwegen verlassen. Märtha bleibt während des Kriegs in Amerika und sieht ihren Mann in diesen 5 Jahren nur ein einziges Mal, als Olaf zu einem Kurzbesuch eintrifft. 1945, nach der Befreiung Norwegens, kehrt sie nach Oslo zurück, um mit Olaf wieder vereint zu sein. Glücklicherweise kehrte die Familie nach Norwegen zurück. Und mit ihr auch die Smaragde, die man heute an Königin Sonja bewundern kann. Sie passen sehr gut zu ihr, ihre Farben. Es ist ein schönes Diadem. Im Jahr 2010 ist in Schweden Hochzeit angesagt. Denn Kronprinzessin Victoria heiratet Daniel Westling. Familienmitglieder aus allen europäischen Königshäusern sind zur Hochzeit eingeladen. Und die Frauen tragen alle ihre historischen Schmucksets. Kronprinzessin Victoria trägt ein Diadem mit Kameen aus Gold und Perlen, ebenfalls von Josephina. Bei den Kameen handelt es sich um reliefartig geschnitzte Muscheln, deren Motive sich durch den Kontrast zwischen den weißen und den rötlichen Schichten deutlich abheben. Auch dieses Set hat seine ganz eigene Geschichte. Es wurde 1809 von Napoleons Hofjuwelier Nitto für Josephinas Großmutter, Kaiserin Josephine, angefertigt. Für eine Mutter ist es ein großer Moment in ihrem Leben, wenn sie ihre eigene Tochter in die Kirche kommen sieht und sie das Diadem trägt, das man selbst getragen hat. Ich sah die Schönheit des Diadems und ihr Glück. Ich erkläre euch nun zu Mann und Frau. If God was to describe you, where would he begin? Heute tragen die Frauen des schwedischen Königshauses die Kameen, die die symbolische Geschichte des Menschenmädchens Psyche und des Liebesgottes Amor erzählen, die furchtbar leiden müssen, bevor sie endlich vereint sind.
Ich hatte nur einen Wunsch. Ich hoffte so sehr, dass sie das gleiche Glück findet wie ich. Und es war ein so harmonisches Bild von ihr. Ihr Glück, das Diadem, der Schleier. Lang mögen sie leben. Ich weiß, dass es auch für seine Majestät ein ganz besonderer Moment war. Zu wissen, dass seine Mutter es getragen hat. Es war wunderschön. Zwei Jahrhunderte lang haben Kaiserinnen, Königinnen und Prinzessinnen die Kameen getragen. Sogar die Mutter der dänischen Königin Margarete, eine schwedische Prinzessin, trug dieses seltene Schmuckset. Anfang der 30er Jahre gab es in Stockholm einen großen Wohltätigkeitsabend. Und verschiedene schwedische Damen verkleideten sich als schwedische Königinnen. Meine Mutter übernahm die Rolle der schwedischen Königin Josefina und trug das Diadem und ein Kleid, das wie ein Porträt von Königin Josefina aussah. 1869 heiratet Königin Josephinas Enkelin Lovisa den dänischen Kronprinzen Frederik. Während der Hochzeitsfeierlichkeiten in Stockholm trägt sie Teile des Rubinsets von Desiree. Und ihre Großmutter, Königin Josefina, beschließt, dass das Rubinset Lovisa nach Dänemark folgen soll. Das Rubinset wurde Prinzessin Louisa als Hochzeitsgeschenk von Königin Josefina überreicht. Bei der Übergabe des Geschenks sagte sie, die dänischen Farben müssen nach Dänemark. Lovisa ist jetzt die Kronprinzessin von Dänemark. Im Jahr nach der Hochzeit stirbt ihre Großmutter in Holland. Und innerhalb von 2 Jahren verliert Lovisa auch ihre Eltern. Damit erbt sie eine enorme Juwelensammlung aus Schweden und Holland. Lovisa ist erst 20 Jahre alt, aber als junge Kronprinzessin ist sie im Besitz von Juwelen, die einer Königin würdig sind. Und es hieß, wenn man den ganzen Schmuck auf einen großen Billardtisch legen würde, könnte man den Tisch darunter nicht mehr sehen. Zu Lovisas großem Erbe gehört ein prächtiges Perlendiadem aus Holland, das perfekt zu einer Halskette und Ohranhängern passt, die sie vom Vizekönig von Ägypten als Hochzeitsgeschenk erhalten hat. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, warum der Khedive in der Stimmung war, der zukünftigen Kronprinzessin von Dänemark ein so prächtiges Geschenk zu machen. Aber sie hatte auf jeden Fall diese Juwelen, die auch perlenförmig sind und die wunderbar zum Diadem passen. Und das hat sie sehr oft benutzt. Das ist ein Schmuckstück, das auch ich bei besonderen Anlässen trage. Im Jahr 1898 sucht der dänische Prinz Christian, der Sohn von Lovisa und Frederik VIII., nach einer geeigneten Braut. Mein Großvater, der ein junger Mann war, machte eine Reise durch Europa, um verschiedene Prinzessinnen zu besuchen. Und verliebte sich in diese junge, charmante, sehr schüchterne Prinzessin Alexandrine. Sie heirateten ein Jahr später als geplant, weil ihr Vater starb und die Hochzeit nicht sehr feierlich war. Sie heirateten ganz privat in Cannes.
Sie war sehr jung, als sie heiratete. Ich glaube, sie war erst 19 Jahre alt. Und dann kam sie nach Dänemark und lebte den Rest ihres Lebens hier. Bei der Hochzeit schenkt Lovisa ihrer neuen Schwiegertochter ein Diadem, das speziell aus den Broschen mit Weinblättern und winzigen Beeren aus Desirees Rubinset angefertigt wurde. Die Halskette, die Ohrringe und einige weitere Broschen behält Lovisa für sich. Königin Alexandrine war meine Großmutter väterlicherseits. Und ihre Mutter war eine russische Großfürstin. Sie hieß Anastasia Michailowna. Als russische Prinzessin brachte sie eine große Menge prächtigen Schmucks in die Familie nach Mecklenburg. Und meine Großmutter erbte eine ganze Menge davon. Und so brachte sie einige sehr schöne Schmuckstücke nach Dänemark. Zu Alexandrins Schmuck gehört ein prächtiges Diadem, das ursprünglich aus Russland stammt. Alexandrins Mutter erhielt das Diadem als Hochzeitsgeschenk von ihrem Onkel, Zar Alexander II. Das Diadem ist auf dänischen Sardinendosen zu sehen. Noch heute tragen die Dosen ein Porträt von Alexandrine. Sie war sehr bescheiden. Sie war wirklich ein schüchterner Mensch. Zu großen Anlässen legte sie den Schmuck an, den man von ihr erwartete. Aber ich weiß noch, dass sie nicht viel Schmuck trug. Ich habe Kindheitserinnerungen an sie. Ich war 12, als sie starb. Ich erinnere mich also noch sehr gut an sie. Im April 2010 kommen Mitglieder der königlichen Familie aus ganz Europa nach Kopenhagen, um den 70. Geburtstag von Königin Margrethe zu feiern. Ich feierte meinen 70. Geburtstag im April 2010. Und zu diesem Anlass hatten wir mehrere Möglichkeiten, unser Bestes zu tragen. Ich trug an einem der Abende die Smaragde von Rosenborg. Und an einem anderen Abend die birnenförmigen Perlen. Und am dritten das dreiteilige Blumendiadem. Was sind 70 Jahre? Im Laufe der Jahre haben alle Königsfamilien Juwelen gekauft. Die Blumentiara, die die Königin zu ihrem Geburtstag trägt, wurde von ihrem Vater König Frederik IX. Gekauft. Zum ersten Mal getragen wurde es von meiner Mutter bei meiner Hochzeit. Es kann auf einen Rahmen montiert werden, um ein Diadem herzustellen. Es ist auch möglich, ihn in 3 verschiedenen Teilen zu montieren. Man kann diese Art von Schmuck auf viele Arten befestigen, was mir Spaß macht. Ich mag es, ihn von Zeit zu Zeit etwas anders zu tragen. Und ich glaube, meinem Friseur macht es auch Spaß. Meine liebe Mutter, eine wunderschöne Königin und ein tapferes Mädchen. Alles Gute zum Geburtstag. Die dänischen Kronjuwelen sind dauerhaft im Schloss Rosenborg ausgestellt. Sie gehören dem dänischen Staat und werden nur von der amtierenden Königin getragen. Dies ist der einzige Ort auf der Welt, an dem die Juwelen vom Staatsoberhaupt getragen und gleichzeitig ausgestellt werden. Die dänischen Kronjuwelen werden von der Königin verwendet, die jetzt ich bin, aber eines Tages die Frau meines Sohnes sein wird. Ich fühle immer, und ich weiß, dass das auch meine Mutter tat, eine große Verantwortung. Denn sie sind kein persönliches Eigentum, wie andere Schmuckstücke, die wir tragen. Und sie werden im Rosenborg ausgestellt und gezeigt, damit die Öffentlichkeit sie sehen kann. Deshalb nehmen wir sie nicht sehr lange und auch nicht zu oft heraus. Aber ich weiß auch, dass die Leute es interessant finden, wenn sie fehlen. Und zwar deshalb, weil sie tatsächlich benutzt werden. Es sind nicht nur Museumsstücke. Und ich glaube, das macht sie lebendiger. Die Kronjuwelen werden 1747 offiziell eingesetzt, als Königin Sophie Magdalene ihre Privatsammlung den zukünftigen dänischen Königinnen zur Verfügung stellt.
Die Sammlung besteht hauptsächlich aus 4 großen Sets, 2 mit Diamanten, eines mit Rubinen und Perlen und einem Smaragd-Set. Die Smaragde gelten als eine äußerst erlesene Sammlung, da die Edelsteine sehr rein sind und eine sehr tiefe, klare und kräftige Farbe haben. Das wertvollste Schmuckset, das die Königin trägt, ist das Brillantset. Diese Diamanten befinden sich seit dem 18. Jahrhundert im Besitz des Königshauses und sind aufgrund ihres Alters äußerst selten. Die Königin trägt normalerweise die Blumentiara mit Brillantbesatz. Der zentrale Diamant der Kette war früher in einem Ring befestigt, der unglücklichen Caroline Mathilde gehörte. Sie musste ihn zurückgeben, bevor sie wegen ihrer Liebesbeziehung zu dem königlichen Arzt Struensee ins Exil geschickt wurde. Die Halskette mit den 19 großen Perlen ist das älteste Schmuckstück der Sammlung. Die Geschichte reicht bis ins 17. Jahrhundert zurück. Und die Perlen sind stille Zeugen eines großen Dramas im dänischen Königshaus. Es gab Spekulationen, dass sie einer Prinzessin namens Eleonora Christine gehörten, die von ihrem Halbbruder, dem König, eingesperrt wurde. Es ist eine lange und komplizierte Geschichte, aber sie hatte viel Schmuck. Sie war extrem reich. Ich glaube, ihr Mann war mit einem Großteil der Staatsgelder davongekommen. Aber trotzdem war sie sehr, sehr lange inhaftiert. Und die damalige Königin beschlagnahmte ihren Schmuck. Sie wird mit diesen Perlen dargestellt, aber die meisten großen Damen jener Zeit hatten diese Art von Perlen. Und wenn nicht, wurden sie damit gemalt. 1947 wird Königin Margaretes Mutter Ingrid Königin von Dänemark und erhält das Recht, die Kronjuwelen zu tragen. Doch die Halskette mit den 19 Perlen hat ihren früheren Glanz verloren. Diese Perlen wurden sehr lange nicht verwendet und waren definitiv in einem schlechten Zustand. Es ist wichtig, dass Perlen direkt auf der Haut getragen werden, damit sie hell und glänzend bleiben. Meine Mutter hat sie sich von Rosenborg geliehen und in den ersten Wochen, sogar Monaten, hat sie nicht offen getragen. Sie hat sie einfach unter ihrer Kleidung getragen. Sie hat sie sogar nachts getragen, um ihnen eine Chance zu geben, den Glanz wiederzuerlangen. Und das taten sie. Jetzt sind sie sehr schön. Königin Ingrids Mutter, Prinzessin Margaretha, ist die Enkelin der britischen Königin Victoria und eine der begehrtesten Prinzessinnen. Im Januar 1905 trifft sie Gustav Adolf, den schwedischen Thronfolger, und 4 Wochen später verloben sie sich im Land der Pyramiden. Zur Hochzeit in Windsor waren sehr viele Leute eingeladen. Aber der Khedive von Ägypten spielte auch eine gewisse Rolle, weil sie sich getroffen hatten und ihm sehr dankbar waren. Und natürlich nahm er die Einladung gerne an. Und er kam mit einem wunderschönen Diadem aus Diamanten, aus dem Hause Cartier. Die Cartier-Tiara ist das Hauptschmuckstück in Königin Ingrids Erbe von ihrer Mutter. Sie trägt es oft und es spielt eine große Rolle, wenn sie ihren 3 Töchtern erlaubt, es auf ihren Hochzeiten zu tragen. Als meine jüngste Schwester Annemarie heiratete, dachte meine Mutter, glaube ich, dass es für die Braut geeignet wäre, weil es sehr hübsch und leicht ist. Es ist nicht schwer. Und sie war noch sehr jung. Es war passend und weil sie es getragen hatte, durften meine ältere Schwester und ich es natürlich auch tragen. Es war eine wunderbare Sache, das Diadem der Großmutter mit all der Geschichte und allem zu tragen. Es war wunderschön, sehr schön. In der nächsten Generation trugen die älteste Tochter meiner jüngsten Schwester Alexia und meine älteste Tochter Alexandra es jeweils bei ihren Hochzeiten.
Heute gehört die Cartier-Tiara der jüngsten der 3 Schwestern, der ehemaligen Königin von Griechenland, Annemarie, die sie 2008 bei der Hochzeit von Prinz Joachim und Prinzessin Marie trug. Nach der Hochzeit in London im Jahr 1905 kommen Margareta und Gustav Adolf in Schweden an, wo sie im festlich geschmückten Stockholm von einer freudigen Bevölkerung empfangen werden. Das Paar bekommt 5 Kinder. Ingrid ist das einzige Mädchen und später Königin von Dänemark. Als Margareta mit ihrem 6. Kind schwanger ist, bekommt sie eine Mittelohrentzündung, die in eine Septikämie übergeht, und sie stirbt plötzlich. Sie ist im 8. Monat schwanger und auch das Baby überlebt nicht. Es war ein schrecklicher Schlag für meine Mutter. Sie starb, als meine Mutter 10 war. Sie hinterließ 5 Kinder. Aber sie war, glaube ich, eine sehr bemerkenswerte Frau. Sie wurde nie vergessen und ihr Andenken ist auch in Schweden und ganz sicher in unserer Familie sehr lebendig. Margareta hat in ihrem Testament festgelegt, dass ihr Brautschleier sie im Sarg bedecken, ihr aber nicht ins Grab folgen soll. Wenn der Sarg geschlossen ist, muss der Schleier abgenommen und ihrer Tochter Ingrid übergeben werden. ...15 Jahre nach dem Tod von Margareta hat sich Ingrid in den 11 Jahre älteren dänischen Kronprinzen Frederik verliebt. Die Hochzeit findet in der Kathedrale von Stockholm statt. Ingrid trägt eine wertvolle Erinnerung an ihre Mutter, den fein geschnürten Brautschleier, den Margareta bei ihrer eigenen Hochzeit trug. Kronprinzessin Margareta hoffte, dass ihre Tochter, Prinzessin Ingrid, ihn später an ihrem Hochzeitstag auch tragen würde. Tatsächlich trug auch Königin Ingrid den Schleier an ihrem Hochzeitstag. Und seitdem tragen all ihre Nachkommen diesen wunderschönen irischen Spitzenschleier. Und es war auch mir eine große Ehre, ihn an meinem Hochzeitstag zu tragen. Da Königin Margarete keine Töchter hat, die den 1905 für ihre Großmutter angefertigten Schleier tragen könnten, beschließt sie, dass die neue Kronprinzessin von Dänemark Margaretas Schleier tragen soll. Nach der Hochzeit verlässt Ingrid als neue Kronprinzessin von Dänemark ihr Heimatland und segelt mit ihrem Mann auf dem königlichen Schiff Dannebrog nach Dänemark. Bei der Ankunft wird das schöne Paar von den Dänen begrüßt. Ingrid trägt eine neue Diamantbrosche. Als meine Mutter verheiratet war, schenkte ihr Vater ihr eine Brosche in Form eines Gänseblümchens. Meine Großmutter hieß Daisy, also Gänseblümchen. Sie hieß Margareta, aber alle nannten sie Daisy. Und so ließ er dieses Blümchen aus Diamanten anfertigen, die meiner Großmutter gehört hatten, und schenkte es meiner Mutter, die es dann zu ihrer Hochzeit trug. Und sie erlaubte mir, sie zu meiner Hochzeit zu tragen.
Und vor 10 Jahren, als ich 60 wurde, meine Mutter war gerade 90 geworden, da schenkte sie mir diese Daisy-Brosche. Das hat mich sehr berührt, dass ich sie bekam. Es ist eine Brosche, die mir sehr viel bedeutet. Erstens, weil sie von meiner Mutter war und dann, weil ich sie bei meiner Hochzeit getragen hatte. Und dann bekam ich sie geschenkt. Und wie sie mir geschenkt wurde, das war etwas ganz Besonderes. Als Brautgeschenk gaben Ingrids dänische Schwiegereltern ihr das Rubinset, das für die Krönung Napoleons angefertigt worden war. Am Hofe von König Christian X. herrscht Kasernenstimmung. Der König bevorzugt eine militärische Regierungsform und hat eine sehr spartanische Einstellung. Doch durch ihre mutterlose Kindheit auf dem Schloss in Stockholm ist Ingrid an mürrische alte Männer gewöhnt. Und es gelingt ihr, das Herz ihres Schwiegervaters zu gewinnen. Während des Zweiten Weltkriegs wird das erste Kind des Kronprinzenpaares, Prinzessin Margarete, geboren. Später wird sie nach ihrem Vater Frederik IX. Königin von Dänemark. In den folgenden Jahren kommen ihre Schwestern Prinzessin Benedikte und Prinzessin Annemarie hinzu. Als die Mädchen etwas älter werden, dürfen sie das Schmuckkästchen ihrer Mutter erkunden. Vielleicht haben wir sogar gesagt, oh Mama, können wir uns bitte deinen Schmuck ansehen? Und wir schauten ihn uns an und holten ihn heraus. Natürlich sehr vorsichtig, weil wir wussten, dass er alt und empfindlich war. Und bei einer Theateraufführung auf Schloss Fredensburg 1954 darf Benedikte als Königin Desiree verkleidet sogar das Rubinset tragen. Meine Mutter schrieb ein Stück, weil sie das Kleid hatte, das Königin Desiree zur Krönung Napoleons getragen hatte. Und ich war davon überzeugt, dass ich in dieses Kleid hineinpassen würde. Und das war natürlich etwas ganz Besonderes. Ich war sehr stolz und wollte unbedingt das Richtige tun und nicht stolpern. Meine jüngste Schwester spielte Oskar I. Das war wirklich süß. Es gibt einige sehr schöne Bilder von diesem Stück. Prinzessin Benedikte erbte von ihrer Mutter die 150 Jahre alte Perlensternkrone, ursprünglich aus dem schwedischen Königshaus. Es gehörte der Urgroßmutter der Prinzessin, Königin Sophia, die es 1857 zu ihrer Hochzeit erhalten hatte. Es ist ein wirklich schönes Diadem. So etwas Hochwertiges sieht man nicht so oft. Heute habe ich das Privileg, sie zu tragen. Und ich habe sie zu besonderen Anlässen meinen beiden Töchtern, Alexandra und Natalie, geliehen. Das Rubinset wird über mehr als 6 Jahrzehnte hinweg zu Ingrids Lieblingsschmuckset. Meine Mutter trug es oft. Es war ihr Lieblingsschmuckstück. Ich habe es nie getragen, weil meine Mutter es die ganze Zeit hatte. Sie trug es auch, als sie Witwe war. Und dann überließ sie es Frederik, weil es beim Kronprinzen oder König in Dänemark bleiben sollte.
Wir haben dann ein paar Jahre gewartet, bis Frederik verheiratet war. Und dann konnten wir den schönen Schmuck wiedersehen. Kronprinzessin Mary trägt das Rubinset zum allerersten Mal bei einem offiziellen Staatsessen 4 Tage vor ihrer Hochzeit. An dem Abend, als ich das Rubinset trug, gab es so viel Neues, so viel Überwältigendes für mich. Es war nicht nur der Schmuck, es war die Bedeutung des gesamten Ereignisses, der gesamten Zeit, die ich durchlebte. Ich glaube, ich habe gar nicht so viel darüber nachgedacht, was ich an Schmuck trug. Außer dass es sich neu und etwas ungewöhnlich anfühlte, etwas so Bedeutendes und Schönes zu tragen. Such a significant and beautiful piece of jewelry on. Alles, was damals geschah, war Teil einer ganz neuen und überwältigenden Zeit. Es war nicht nur der Schmuck, es war auch das Kleid. Ich meine, ich habe noch nie zuvor ein solches Kleid getragen. Das Ganze war überwältigend. Kronprinz Frederik hat das Rubinset von seiner Großmutter geerbt. Und nun ist es die neue Kronprinzessin, die das Erbe weiterführt. Dieses Set gehörte Königin Ingrid, die vom dänischen Volk sehr geliebt und bewundert wurde. Und ich kam aus Australien und stand kurz davor, den Kronprinzen zu heiraten. Damals kam es mir so vor, als würde ich dieses Set ausleihen. Es ist vermutlich ein Prozess, den man im Laufe der Zeit durchläuft. Man beginnt das Gefühl zu haben, dass man es selbst tragen kann. Im Laufe der Jahre habe ich immer mehr das Gefühl gehabt, dass es mir gehört. Und dass ich es als Kronprinzessin Mary trage. Ich genieße es sehr, es an ihr zu sehen. Normalerweise trug Königin Ingrid es als komplettes Set. Aber in den letzten Jahren habe ich es in vielen Variationen getragen. Natürlich will man zu Beginn sicherstellen, dass man niemanden beleidigt, indem man das Falsche tut oder den Schmuck auf eine Weise trägt, die vielleicht unangebracht ist. Also habe ich es mit meiner Schwiegermutter besprochen, wie es genutzt und nicht genutzt werden sollte. Sie ist auch sehr kreativ, wie man den Schmuck verwenden kann, und war immer sehr offen für meine Ideen. Ich habe zum Beispiel die Ohrringe so geändert, dass sie als einzelne Ohrringe getragen werden können, sodass der lange Anhänger abgenommen werden und man eine Perle daran befestigen kann. Oder ich habe eine Brosche getragen, um einen Teil meines Kleides zu raffen. Das Diadem ohne die große Halskette, mit oder ohne Brosche. Ich spiele gerne ein bisschen damit. Tiara, angefertigt für Königin Ingrids Schwiegermutter Alexandrine, wurde als Stirnband getragen. Als sich die Mode änderte, ließ Königin Ingrid die Tiara modifizieren, sodass sie nun auf dem Kopf getragen wird. Sehr oft werden Sachen verändert, zum Beispiel beim Diadem. Meine Mutter hat die beiden kleinen Broschen am Diadem anbringen lassen, um sie etwas auszufüllen, weil es ihr gefiel, ein etwas größeres Diadem zu haben. Die Kronprinzessin hat das Diadem auch ein bisschen angepasst, damit es besser zu ihrem Gesicht und ihrer Form passt, was völlig normal ist. Und ich finde, es ist eine sehr gute Idee. Ich habe es erst kürzlich gemacht. Das Diadem war ja keine Leihgabe mehr. Aber es hatte Königin Ingrid gehört. Und jeder erinnerte sich an sie mit diesem Rubinset. Und dann wurde sehr viel hin und her überlegt, wie man das Diadem ändern könnte, weil es sehr wichtig war, den Geist von Königin Ingrid so weit wie möglich zu erhalten. Ich wollte nur, dass es besser zu mir passt.
Eigentlich hat sich nur sehr wenig geändert. Wir haben einige der Blumen von der Seite entfernt und sie auf eine neue Struktur gesetzt, die an meinen Kopf angepasst wurde. So kann ich sie tragen, wie sie getragen werden soll. Nur etwas aufrechter und nicht so flach auf dem Kopf. Die Juwelen der europäischen Königshäuser erzählen die Geschichte starker Familienbande über viele Generationen hinweg. Desirees Rubinset, angefertigt für die Krönung Napoleons, wird seit mehr als 200 Jahren weitergegeben. Heute ist Kronprinzessin Mary diejenige, die es im dänischen Königshaus trägt. (2006) beschließt Königin Margarete, Kronprinzessin Mary einen der Juwelen zu schenken, die Königin Ingrid so viel bedeutet haben. Sie hatte die Saphirbrosch von ihrer Mutter Margareta geerbt. Die Brosche erhielt ich, als unser erstes Kind, Prinz Christian, geboren wurde. Und ich habe es auch bei seiner Taufe getragen. Wie heißt das Kind? Christian, Waldemar, Henry, John. Königin Ingrid trug die Brosche meist zu Familienanlässen. Und ich weiß zum Beispiel, dass sie am Verlobungstag meiner Schwiegereltern trug. Später erbte meine Schwiegermutter, Königin Margarete, die Brosche von ihrer Mutter. Und auch sie ist in gewisser Weise dieser Tradition gefolgt und hat die Brosche bei der Taufe von Prinz Nikolai getragen. Manche Menschen lernen Geschichte durch Kriege oder berühmte Persönlichkeiten. Aber Schmuck ist eine ebenso gute Möglichkeit, Geschichte zu lernen. Es zeigt, wie die Familien über Generationen hinweg geheiratet haben. Dabei geht es nicht nur um die Abstammung, sondern auch um persönliche Ereignisse in Familien. Wir wissen zum Beispiel, dass diese Brosche immer zu Familienanlässen getragen wurde. Außer dass ich sie jetzt habe und sie tendenziell etwas allgemeiner trage.